Wer bringt die Wer? Vielleicht hat der Wer kommt mal so ein Laden vor. Ja, das ist Baustellenleben. Das geht immer so. Hallo und herzlich willkommen zurück auf Manni und Hermanns Baustelle. Letztes Mal haben die beiden die Isolierung, Spannbahn und Konterlattung aufgebracht. Das Video findet ihr auf unserem Kanal und bitte abonniert gleich, damit ihr kein Video verpasst. Heute werden die Dachlatten maßgenau aufgenagelt, damit das Dach eingedeckt werden kann. Das ist schon ein bisschen was, oder? Die Dachpfannen wurden schon geliefert. Dachpfannen, Paletten waren, glaube ich, 13 Paletten waren das. Das sind ja roundabout 300 Quadratmeter. Das war schon ein bisschen, ja, finde ich auch. Hermann ist noch gar nicht da, trotzdem fängt Manni schon mal an, die Dachlatten ranzuholen. Auch wenn er es nicht zugibt, vermisst der Hermann natürlich. Ich kann zwar gut mit Hermann arbeiten, aber der ist auch nicht immer da. Der hat auch noch andere Baustellen. Der kann ja nicht immer bei mir da sein, ja, mit mir arbeiten. Möchte er, glaube ich, auch gar nicht. Das ist ein Wunder, das sind immer 10 Latten und ich weiß gar nicht, ich hatte bestimmt 10 Pakete hier oder was. Dann rechnet er mal eben hoch, das waren schon so ein paar Meter. Ein paar 100 Meter. Ja. Wenn nicht laufende Meter. Ich hasse es nicht. Manni hat schon genau im Kopf, wie es weitergeht. Der Abstand zwischen den Latten muss natürlich genau stimmen, aber dafür hat Manni schon eine Lösung parat. Dann sich eben einfach eine Latte so kürzt, dass man eben das Zwischenmaß von der oberen zur unteren Latte hat. Und dann hat man das Maß. Und das legt man dazwischen und dann nagelt man die Latte fest. Also immer mit einem Zollstock zu messen, jede einzelne Latte. Genau. Ehrlich gesagt ist das eine schöne Arbeit, muss ich euch sagen. Es gibt auch ein schlaues Büchlein dazu zu jedem Dachziegel, wo auch alle diese Maße drin sind. Also diese Pfanne, da konnten wir 37,5 bis 39,5 die Lattenmaße einhalten. Ja, aber das ist ja das Maß eben und also Latte wieder abgezogen. Dann sind wir nämlich nur bei 32, 33. Genau. Wir dann halt nur natürlich das ganze Gesamtmaß müssen wir rechnen durch die Pfannen und dann haben wir uns den Lattenknecht uns angefertigt. Dann konnten wir dann halt arbeiten mit, ne? So arbeitet er sich Stück für Stück das Dach hoch. Aluschiene haben wir nur eben versucht zu kontrollieren, dass wir die größten Beulen, Dellen eben aus dem Dach rausholen. Man sollte beim Altbau dann nicht so sehr, sehr stark darauf achten, weil man hat nur grob kontrolliert, dass es eben das Größte eben rausgezogen worden ist und fertig. Wir haben natürlich dann bei den Latten dann dementsprechend eine Hartfaserplatte oder eben Kunststoffkeile untergelegt, um das eben unterzufüttern. Dann geht es auf der anderen Seite weiter. Wichtig ist auch hier, dass die erste Latte ganz unten richtig sitzt. Denn hat man hier einen Fehler gemacht, wirkt sich das auf das ganze Dach aus. Ich messe jetzt den Abstand, der ist etwas zu groß hier. Dann gehen wir hier 2 cm haben. Ja. Normalerweise müssen wir eine Schnur dran. Das Dach ist im hinteren Bereich des alten Bauernhauses abgestuft. Es endet also auf verschiedenen Ebenen, was die Vorbereitung etwas schwieriger macht. Weil wir ja verschiedene Ebenen haben. Und das muss dann auch überall, muss der Dachziegel dann auch wieder in die Regenrinne ragen können, ohne dass er da irgendwo einen Dachziegel abschneiden muss. Das musste dann eben so ein bisschen vermittelt werden, damit das dann auch überall reinpasst. In die Regenrinne, der untere Ziegel. Manni bleibt positiv. Ich finde, wir sind schon ganz schön weit, muss ich sagen. Mag es aber nicht, wenn man trödelt. Ja, aber du musst weitermachen, du musst mir jetzt nicht zugucken. Trödeln auf der Baustelle ist ein ganz, ganz heikles Thema bei mir, weil das gibt es bei mir nicht. Weil wir können eine Pause machen, die können eine Zigarette rauchen, die können meinetwegen auch Bier trinken. Gott sei Dank bin ich nicht Raucher. Bier nicht trinken auf der Baustelle, das möchte ich nicht. Also Feierabend vielleicht, aber sonst gibt es das nicht. Wenn sie lungern wollen, dann können sie zu Hause bleiben.
Trotzdem ist er immer für einen Spaß zu haben. Ich wollte ja nachher, wenn wir fertig sind, wollen wir beide mal eben, wer schneller einen Nagel reinkriegt. Mach das mit links. Ja, kannst mal sehen. Was hast du mal für krumme Nägel, Manni? Ja, ich muss ein bisschen krumm da reinschlagen. Hast du die wiederverwendet oder was? Natürlich. Geiz ist geil. Ja, siehst du. Der geht doch noch. Der geht doch noch, oder? Wir müssen da bei der Gaube nochmal wieder lösen. Haben wir eine Delle drin. Da stand ein Bauernhaus und das nennt man so ein Brandgiebel ist da drin. Da ist die Wand, die das Vorderhaus von dem Hinterhaus trennt. Und natürlich ist das Dach innerhalb der letzten 40 Jahre etwas abgesackt. Da guckte natürlich die Wand dann ein bisschen hoch. Dann haben wir quasi die Auflattung von der Folie haben wir wieder weggenommen und die Latte dann direkt vernagelt. Oder eben dünneres Brett runtergelegt, je nachdem. Wir können ja nicht, ich kann ja nicht unendlich hoch bauen, weißt du? Muss ja irgendwo ja da hinten auch ja ankommen, ne? Bevor die Pfannen flächig verlegt werden, will Manni schon mal am Dachfirst weitermachen. Er holt sich die passenden Firstpfannen kurzerhand selbst nach oben. Das müsste reichen für dich. Das Rest nehmen wir dann von drüben, von der anderen Seite. Und ich bin ja oben beim First angefangen. Die Firstlatte hat Manni hier schon aufgenagelt. Das Maß, wie hoch man aufladen muss, weiß gar nicht, 7 cm waren das, glaube ich. Hermann, weißt du das? Ja, so Beteil. Ja, irgendwie so was ist das. Darauf wird die First- und Gradrolle ausgerollt. Die Klebefolie nicht unter 5 Grad, soll man das nicht kleben. Das geht auch gar nicht, dann klebt die nicht. Dann klebt die nämlich nicht. Mit Hilfe der Spangen wird dann der Trockenfirst hergestellt. Dann schraubst du die Spange wieder auf. Eine ganz simple Sache eigentlich. Ja? Und dann nimmst du den nächsten. Da rein. Siehst du, das ist jetzt der letzte. So, siehst du? Wirklich. Jetzt nagel ich den da wieder. Hier natürlich nicht zu weit nageln, außen kaputt. Ich habe das jetzt da genagelt und dann die Klammer verschraubt. Man kann natürlich auch die Klammer direkt oder den Nagel weglassen und von oben durch verschrauben. Und schraubt dann unten nochmal eben auch nochmal nach. Also man muss das nicht nageln, man kann das auch schrauben. Dann könnte man einen Körner oder irgendwas nehmen. Ich habe hier einen Bithalter. Geht aber auch hervorragend. Fertig, siehst du? Da ist so ein Schruf drin drücken kommt Ja, mit, genau. mit der Klemme, so ein Widerrufräumen. Ja. Siehst du hier den nächsten Halter wieder angeschraubt. Abstand ist vorgegeben. Unten drin hier ist also eine Art Endpunkt sozusagen. Siehst du, da warst du. Da da Norden ist, geht ja später der Wind immer drüber weg. Er greift nicht rein. Wenn du jetzt andersrum nageln würdest, dann würdest du immer den Wind, der würde ja quasi immer hier vorstoßen. Weil wir legen ja die Seite von da nach hier, siehst du, der liegt immer auf. Und wenn wir jetzt auf der Seite da anfangen würden, müssen wir immer unterschieben. Das wäre jetzt zu blöd. Der Schornstein am First wird auch gleich mitverfugt, denn ist das Dach erst eingedeckt, kommt man hier schwieriger hin. Und die alten Ziegel, die waren ja in dem Schornstein eingemauert. Das wurde früher so gemacht, ne? Und wir haben den Hohlraum zwischen Mauerwerk vom Schornstein und Oberkante Ziegel haben wir mit Mörtel zugemacht. Damit wir dann unsere, was hätte Folie? Wackerflex, Wackerflexfolie dann auch wirklich ordentlich verkleben können, damit es auch ordentlich abgedichtet ist. dass es dicht ist und da kein Regen durchgeht. Ist dabei auszumessen mit der Schlagschnur, wenn wir uns hier die Linie suchen, die wir brauchen. Und werden dann hier anfangen zu legen nach da. Fertig. Hermann sorgt dafür, dass senkrechte Markierungen auf den Latten mit Hilfe der Schlagschnur angebracht werden. So, jetzt weiter mit der Schlagschnur nach oben. So, jetzt. Da haben wir von unten nach oben eine Richtung gemessen, dass die Pfannen dann, sag ich mal, eingeteilt wurde unten, ne? Weil wir die Maße ja von oben nach unten, sag ich mal so hier. Hermann, erklär doch mal gescheit. Ja, Das mit der Schlagschnur, das... Oder Hermann, hast du die Bogenschnur genommen? ja, habe ich.
Sieht aus wie ein Flitzebogen. Das sowieso. Wieso sollen wir mit Röhr laufen? Wir können mit uns zur Röhr arbeiten. Rück arbeiten könnt ihr bei euch, ja. Machen wir Bleistift hinterher. Da Manni abschnittsweise eindecken will, können später die Dachziegel anhand der Markierungen ausgerichtet werden. Manni kontrolliert die Markierung ganz genau. Das hier sehe ich schon gar nicht. Habt ihr nichts gemacht oder was? Nee, hier, wir können nicht mit zur Röhr. Macht die bitte, weil hier kommen wir wahrscheinlich jetzt morgen. Ich wollte nur sicher sein, dass es doch alles ordentlich ist. Ne? Also die Schlagschnur, die Kreide, die da dran ist, die hält ja nicht so unbedingt. Da läufst du zweimal mit den Füßen drüber und dann ist er weg. Und so ein Bleistiftstrich, der ist schon da. Hast du einen extra angespitzt oder was? Hier selbstverständlich. Gibt zwar kein Regen, aber Manfred will das so haben. Die Striche. Ich sag da nichts zu. Ich bin kein Chef, ich nichts sagen. So. Ja, kann man so sehen. Das war eine neue Schlagschnur, sag ich mal so. Die Kreide ist Kreide ist Kreide, ob die alt oder neu ist. So, erst wieder flitzen. Du aber hast daneben, ne? Man macht es ja nicht quer. Das Weißt du, hat da er fliegt ja offen. was ich hin, dann hast du ja einen Bogen drin. Ne? Man macht das ja möglichst gerade. Zack. Nach oben hin, ne? Weißt du, können die kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist in der Schule, macht man sowas doch mit. Und ich, Nein. na gut, der nicht. Normal, nicht schief. Ja, der sieht besser aus. Ist das erledigt, müssen Dachpfannen rangeholt werden, damit beim Eindecken nächstes Mal alles schnell geht. Zum Dacheindecken kommen natürlich auch noch die 1, 2, 3 Leute, weil das ist doch so mancher Ziegel, der da bewegt werden muss. Und das möchte ich mit Hermann auch nicht allein, möchte ich ihm auch nicht zumuten. Das ist der Bodenpersonal. Das hast du nur fahren. Ne, auch mal ein bisschen weniger machen muss. Die Vorbereitungen laufen und Manni glaubt, an alles gedacht zu haben. Ich muss ja sehen, wenn die Leute dann da sind, was die da auch zu tun haben, was die machen sollen. Die Arbeit muss ja da sein. Die Arbeit ist ja da, aber wer welche Arbeit am sinnvollsten macht. Also freut euch auf die nächste Folge und abonniert jetzt diesen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hermann ist nur fürs Bodenvolk zuständig, auf Dach da war ja nicht. Ich war oft genug mit auf der. Ja, da kommen die Beute noch her.